Ihr Lieben, wir sind Ricardo und Raquel und haben euch ein neues Tango-Tutorial mitgebracht. Diesmal ein Grundlagenvideo zum Thema die Tango-Umarmung. Mit einem Klick könnt ihr hier oben das letzte Video sehen. Okay, wir möchten euch jetzt die Umarmung erklären, wie wir in die Umarmung gehen. Ganz wichtig, zuerst, wir dürfen nicht schon so nah kommen, dass unten die Füße schon dran sind. Etwas, ja, ein halber Fußlänge, würde ich sagen, mehr nicht. Jetzt ist der Mann zuerst gefragt, er möchte jetzt mit der Frau tanzen, also muss er die Einladung einleiten, dass er mit ihr zusammen tanzen möchte, also in eine enge Umarmung. Das heißt, das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich drehe meine Schulterblätter nach hinten und gehe nach vorne. Ja? Also durch dieses Öffnen ist es wie so eine Einladung, in die Umarmung zu kommen. Ja? Wenn ich jetzt einfach nur so machen würde, versteht sie nicht. Oder wenn ich hier so beuge, dann kommt sie auch nicht. Also ich drehe meine Arme, also meine Schulterblätter, ich beginne in den Schulterblättern, sie nach hinten runterzuziehen und dann ist die Umarmung schon da. Also ich brauche nicht mehr viel suchen. Ganz wichtig auch noch meine linke Hand, sie steht nicht nach vorne, sondern sie zeigt immer zur Gesicht der Frau. Es ist wie so, als hätte ich hier in meiner Handfläche einen Spiegel und sie kann sich reingucken. Und das zweite noch, die Schulterhöhe der Frau. Seid nicht bei euch, seid immer so die Schulterhöhe der Frau. Genau. Und die andere Hand auf dem Rücken, sie kommt, also wir öffnen, wir kommen und einfach umarmen. Guckt jetzt, dass eure Schulter nicht weiter folgt, weil dann habe ich total meine Haltung verloren. Ihr kommt und legt die Hand da auf dem Rücken, wo ihr noch gerade stehen könnt, also dass die Schulter nicht weiter rutscht. Ja? Ich als Frau mache das mit meiner linken, machen wir mal so. Wenn ich in der Umarmung bin, auch, ich lege das ist wie ein Kreis, ist die Umarmung. Also ich komme hier über die Schulter meiner Größe und komme hier zum Schulterblatt. Also ich bin kein Fan von irgendwie sowas, weil ich dann einfach die Schulter schon wieder hochziehe und irgendwie total schräg stehe. Wenn ich hier bin, kann ich danach, wann immer es nötig ist, einfach auch schnell die Umarmung wechseln, also von eng in offen gehen. Da bin ich flexibel und in meiner Achse. Alles, was mich irgendwie so hier hochzieht und abknickt, mag ich persönlich jetzt nicht. Wenn wir ein bisschen öffnen, dann gehe ich auch hier auf den Oberarm und halte ihn hier am Bizeps oder eben ich rutsche hier in der engen Umarmung um ihn rum. Auch so, dass es bequem und gemütlich ist. Ellbogen ganz entspannt. Es hängt auch ein bisschen davon ab, dass der Mann den entspannt hat. Also nicht wie im Standard hochgehen, sondern hier ohne großen Druck und Anspannung. Nochmal kurz umdrehen. Wenn wir beide, also die Frau und der Mann, wenn sie in die Umarmung, da wo sie sich treffen, es ist nicht eine Entspannung hier, ach, wir haben uns gefunden und dann ist wieder total die ganze Spannung, die wir aufgebaut haben, weg. Das müssen wir jetzt die ganze Zeit halten, das ganze Lied lang durch. Ja? Das heißt, ich gehe nach vorne, lasse mein Becken runter und versuche hier, also hier vorne, hier etwas lang zu werden. Ich versuche jetzt ohne Brustkorb hochzunehmen, nur durch dieses runter und nach vorne gehen, ja, nach vorne verlängert sich das ein bisschen und das halten, das ganze Lied durch. Ja. Und das fühlt sich für mich nicht nach so einer Verspannung oder einer Anspannung an, sondern das fühlt sich nach einer Präsenz an. Also ich empfinde immer so eine tänzerische Präsenz. Er kommt und ist hier und das ist trotzdem alles ganz weich. Aber er ist bei mir, er ist in der Musik, er ist aufmerksam. Was ich auch noch mache, das ist ganz schnell passiert, dass wir Frauen ja durch das viele Rückwärtsgehen auch so ein bisschen ins Hohlkreuz kommen, ist dieses Korsett hier anspannen. Das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie wenn man ein bisschen zu viel gegessen hat und wieder mal ein enges, schönes Kleid anhat, das ein bisschen anspannt. Also eigentlich sind diese tiefer liegenden Bauchmuskeln gemeint, aber so in diese Richtung geht das ein bisschen.
Und dann habe ich auch das Gefühl, dass das Becken in den Boden, also die Verbindung mit dem Boden hat und der Oberteil, also meine Brust, zu ihm geht. Es ist für mich manchmal auch so ein bisschen die Vorstellung, wie diesen Teil hier ein bisschen zu strecken, zu verlängern. Und diese Vorstellung, dass es hier weit ist. Also ich versuche nicht in sowas zu gehen, die Schulterblätter zusammenzuziehen, dann bin ich sofort im hohlen Kreuz und ich denke mir hier eine Weite, hier oben auch, die Schultern sind unten, aber auch weit, weil ich auch hier in der Umarmung bin und dann geht hier der Bauch auch noch mal ein Stück weg und dann haben wir, wie wir das gewünscht haben, hier diesen Abstand. Also wir treffen uns, wo immer wir uns treffen, je nach Größe, ich mit meiner Brust auf seiner Brust oder ein bisschen drunter und nur da, ab hier versuche ich immer frei zu bleiben, um meine Bewegungsfreiheit zu haben. Noch etwas, wenn ihr die Umarmung sucht, also wir öffnen, wir kommen nach vorne. Was wollen wir hier finden? Also eigentlich möchte ich mit meinem Oberkörper Ihr Oberkörper treffen. Und dann, wenn ich das habe, dann muss ich jetzt nicht noch weiter mit dem Kopf noch nach unten, weil der Kopf, wenn ich nach vorne mit dem Kopf gehe, geht immer die Brust wieder weg. Das heißt, das, was wir uns hier so schön aufgebaut haben, mit dem Dreh, mit der Brust nach vorne, dann ist mit dem Knicken vom Kopf weg. Das würde uns auch sehr stark behindern, wenn wir jetzt immer hier so drücken würden bei Drehungen. Wir haben eine Figur gemacht, werden wir euch verlinken, die Media Luna. Wenn wir in diese Figur so tanzen würden, das würde nicht gehen. Ja? Also wir würden nicht um unsere Achse drehen können. Deshalb ganz wichtig, trefft euch nur am Brustkorb und bleibt gerade. Ab jetzt, alles was ihr macht, macht ohne, dass der Kopf sich trifft. Genau, ich kann jetzt mal so ein bisschen zeigen. Tadam. Ich versuche auch, wenn ich tanze, mit dem Kopf über meiner Achse zu bleiben. Irgendwie hat es so ein bisschen eine Anziehung, dass man sich gegenseitig immer sucht. Es kann auch mal schön sein, wenn man ein bisschen mehr kuschelt in der Milonga, aber wenn man irgendwelche Sachen machen möchte und merkt, jetzt fängt das an mit dem Gleichgewicht schwierig zu werden, dann ist es oft schon ein erster Schritt, sich einmal noch mal gerade hinzustellen. Dann kommt man unter Umständen besser um den Mann rum, gerade in den ganzen Drehungen. Man hat die Möglichkeit, sich ein bisschen zu lösen, wenn die Figuren ein bisschen größer werden. Das ist irgendwie so eine ganz kleine Sache, einfach noch mal zu gucken, wo ist der Kopf, wo stehe ich. Und es verändert aber sehr viel im Tanz. Und es ist ja auch so, dass wir in unserem Tanz sehr oft die Umarmung wechseln. Also wenn wir eine Caminata machen, einfach gehen, dann sind wir wirklich frontal voreinander, dann haben wir, ich nenne es jetzt mal Vollkontakt. Immer wieder ist es aber auch erforderlich, dass wir hier so ein bisschen in die V-Position gehen, dass wir nur noch einen Punkt haben, wo wir uns berühren, weil ich sonst einfach nicht stehen könnte. Also Ochos kann ich nicht so machen, das wäre dann eher ein Milonguero-Stil. Ich möchte ganz oft, oder ich möchte immer Fuß, Knie, Hüfte, Taille, also meine Beine bewegen können und dann so gut es geht beim Mann bleiben. Oder wenn er einen Rosquis macht, also auf einem Bein dreht, dann haben wir zum Teil also hier keinen Kontakt, dann ist es nur noch so ein bisschen hier. Also wir müssen dann nicht gleich sehr nuevo, weit entfernt tanzen. Wir sind noch nah, aber dann ist hier mal ein Moment, zum Beispiel bei meinem Rückschritt, kein Kontakt. Aber wir finden immer, sobald es möglich ist, wieder zueinander. Also es ist ein lebendiges Spiel, was wir anstreben. Genau, die Umarmung ist elastisch, die ist nicht fest. Ich greife nicht und ziehe ran und so bleibt sie und dann hat sie hier keinen Raum mehr, sich zu bewegen. Ich muss ihr in meine Umarmung mit meiner rechten Hand immer ihr den Platz geben, sich in diese Umarmung, also hier drin, sich bewegen zu können. Das dürft ihr Männer nicht blockieren. Ja, lasst es ein bisschen öffnen, öffnet ein bisschen wieder ran, lasst es diese Umarmung atmen, ja, dass sie ein bisschen sich bewegen kann, nicht festhalten. Und die Frauen geht auch, wenn ihr merkt, ihr braucht es, um in die Achse zu gehen. Dass ihr dann nicht einfach noch so hier klebt und der Po ist irgendwo hier draußen. Ich habe immer den Kontakt vorne zum Mann, aber auch hinten, dass ich spüre. Also dann spüre ich auch, wenn er mir schon einen Raum gibt. Und manchmal ist es auch erforderlich, dass mal ein Mann sagt, wenn jetzt Ochos oder so kommen, ich muss jetzt ein bisschen raus, weil sonst kann ich meine Beine, meine Füße nicht bewegen. Und im optimalen Fall lässt er einen dann auch so ein bisschen gehen. Wenn nicht, dann ist es dann so, aber für schöne Tanzen bin ich immer froh, wenn ich einfach dann auch diesen Schritt hier oben nach hinten gehen kann und der Mann flexibel mitgeht. Weil er ja mich spürt, er spürt, wo ich stehe, wo ich hin will. Es ist ein aktives Folgen.
Ihr merkt schon, das war, glaube ich, unser längster Video. Das heißt, dass Umarmung das Wichtigste eigentlich im Tango neben Gehen ist. Viel Spaß! Ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch und euren Tango mit unserem Lehrvideo ein bisschen inspirieren. Wenn ihr uns bis heute noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne hier oben in der Ecke tun. Danke und bis zum nächsten Mal.